Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr dabei seid auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Es ist jetzt 4:30 Uhr. Ich bin vor ungefähr 20 Minuten losgewandert. Ich will jetzt gleich da hoch, um den Sonnenaufgang mitzubekommen. Allerdings, es ist richtig suppig zu und es regnet auch leicht. Das ist jetzt noch nicht so ungewöhnlich hier in England. Aber meine Hoffnung schwindet so ein bisschen. Vorhersage war aber heute Morgen leicht bewölkt. Also vielleicht habe ich ja Glück, ich habe auch noch eine Stunde Zeit bis zum Sonnenaufgang. Vielleicht zieht es ja noch frei. Wenn nicht, habe ich eine schöne Wanderung vor mir. So, jetzt mache ich erstmal ein paar Höhenmeter und dann melde ich mich wieder. So, wo bin ich hier überhaupt? Ich bin natürlich noch in England unterwegs, im Lake District, und bin seit gestern Abend hier im Great Langdale Tal. Über meine Reise in den Lake District habe ich schon ein paar Videos veröffentlicht. Blende ich euch mal hier oben ein. Da gibt es eine eigene Playlist zu, falls euch das interessiert. Aber sind wirklich grandiose Landschaften zu sehen. So, ich bin ein bisschen außer Atem. Die ersten Höhenmeter sind gemacht. Jetzt geht es mal so ein bisschen eben, aber hinten an dem großen Wasserfall kann man schon erahnen. Ich muss ja da ganz hoch. Gleich muss ich wieder auf kurzer Strecke ein paar Höhenmeter machen. So, jetzt ist schon mal klar, dass mit dem Sonnenaufgang gibt es leider nichts. Den habe ich auf jeden Fall verpasst hier im Nebel. Und ich habe jetzt natürlich auch ein Problem, eine Stelle zu finden, wo ich weiß, dass ich später mal einen Ausblick haben werde. Wenn denn der Nebel mal so ein bisschen sich lichtet, und der soll sich lichten. Ich weiß ja, wo ich bin, ich habe natürlich eine Karte mit. Aber ich kann mir halt keine Stelle suchen, von der ich weiß, dass ich ein gutes Bild machen kann. Also, bevor ich jetzt weiter hier dumm rumstapfe in dieser Gegend, man kann sich hier auch leicht verrennen im Nebel, mache ich jetzt einfach mal eine halbe Stunde Pause und gedulde mich mal so ein bisschen. Ab und zu laufen ein paar Schäfchen vorbei, ein paar Bilder habe ich auch schon gemacht von dem kleinen Tarn hier oben. Der war recht ruhig, es nieselt zwar leicht, dadurch waren nur Tropfen im Wasser zu sehen, aber da war so eine kleine Felsengruppe und dann im Hintergrund Nebel und so ein bisschen die Berge schemenhaft zu erkennen. Ich glaube, das ist ganz gut geworden. Das Bild blende ich euch jetzt schon mal ein, damit ich zumindest schon mal ein Bild in diesem Video habe. Bis später. Ja, das ist meine Rohaufnahme hier vom Stickle Tarn. Mir hat halt der Mut sehr, sehr gut gefallen. Der Nebel zog sehr dicht, ständig, relativ zügig hier durch. Die Szene hat sich quasi sekündlich geändert. Jetzt, als ich das dann bearbeitet habe, gefiel mir das aber nicht mehr so gut, weil es ist sehr unbalanciert. Ich habe zwar den kühlen Ton hier ganz gut getroffen und die Spiegelung ist eigentlich auch ganz nett geworden. Aber ich finde hier auf dieser linken Seite, da fehlt irgendwas und es sieht sehr unbalanciert aus. Und dann bei der Bearbeitung ist mir aber die richtige Idee gekommen. Ich habe zum einen diesen Stein hier rausgenommen, weil er so ein bisschen ablenkt, der kleine. Und dann bin ich auf die Schwarz-Weiß-Variante gegangen. Und dann bekommt diese linke Seite hier mehr Gewicht. Seht euch mal meine Lösung an. Ja, ich habe hier natürlich noch ein bisschen was an Bearbeitung reingesteckt. Also insbesondere habe ich die dunklen Töne noch weiter nach unten gezogen, ein bisschen Klarheit reingenommen. Und dadurch bekommt aber der Berg auf der linken Seite viel, viel mehr Gewicht und balanciert das Bild jetzt relativ gut aus. Also diese Variante gefällt mir jetzt am Ende doch ziemlich gut.
da oben, da war ich vorhin. Aber ich habe eine Stunde gewartet und ich stand immer nur in der Suppe. Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe jetzt ungefähr 100 Höhenmeter abgegeben, bin runter. Und jetzt bin ich etwas unterhalb von den Wolken. So eher mittendrin. Also man sieht ja, die Sicht ist ein bisschen besser und jetzt kann ich auch schon mal Aufnahmen machen. Da hinten ist der Wasserfall, an dem ich vorhin bis ganz nach oben gelaufen bin, bis zu dem Tarn. Und die habe ich schon ein paar ganz gute Aufnahmen machen können. Ich bin hier noch mal auf so einer kleinen Erhebung, so ein kleiner Gipfel hier. Da vorne ist dann Schluss. Aber hier ist die Sicht schon ganz gut. Ja, diese Felsformation und da hinten ist noch mal so ein kleiner Wasserfall. Das sind da schon ganz gute Aussichten hier. Also ich denke, das hat Potenzial. Hier kann ich was machen. Habe ich am Niederrhein auch nicht alle Tage so eine Sicht. So, ich habe einmal hier von diesem Felsen eine Aufnahme gemacht. Und der Wasserfall, der sich dann so als weiß-silberner Strich durch diese Farben zieht. Naja, jetzt verschwindet er gerade wieder im Nebel. Da kommt wieder gerade eine Wolke hoch. Vielleicht muss ich dann zum Sonnenuntergang mal probieren. Vielleicht klart das über Tag auf. Aber heute Vormittag wird das nichts mehr geben. Die Sonne hat jetzt keine Kraft, um die Nebel kurzfristig zu vertreiben. Es geht auch kein Wind, es ist fast windstill. Trotzdem ist natürlich die Atmosphäre hier, ach toll, fantastische Gegend. Dieser Lake District. Also hier war ich nicht zum letzten Mal. So, ich bin jetzt kurz vorm Tal und habe noch ein paar nette Sachen gefunden hier. Zum einen die Aussicht ins Tal, wo die Nebel so leicht drin hängen. Sind schöne satte Farben, ich blende euch das mal so ein. Ich habe da so ein bisschen reingezoomt, um die Häuserreihe und die Straße und den Fluss so mit reinzukriegen. Die laufen alle so dann hinten ins Bildende rein. Das gefällt mir ganz gut. Und hier unten, da könnt ihr einen kleinen Baum sehen. Und den habe ich mit dem Tele reingezoomt. Im Hintergrund kann man etwas größere Felsbrocken sehen, die ein bisschen weiter unten liegen. Die habe ich dann, ich bin ein bisschen weiter rechts rübergegangen, sodass sie dann rechts vom Baum sind und nicht mitten im Baum. So, ich denke, das war es für den heutigen Vormittag. Ich werde wohl dann mal auf Sonne warten und dann zum Sonnenuntergang noch mal probieren. Also Teil 2 folgt für euch gleich. Ich habe jetzt 5 Stunden Pause. Mittag bis zum frühen Abend habe ich ja noch eine Wanderung durchs Tal gemacht nach Elter Water und habe noch ein paar Bilder mitgebracht. Das Wetter war sehr wechselhaft, aber ab und zu haben sich ganz gute Szenen ergeben.
Das war die letzte Episode aus dem Lake District. Meine Reise habe ich ausführlich in einem Magazin festgehalten. Darin beschreibe ich unter anderem die Reisevorbereitung, den Reiseverlauf, meinen Fotoworkshop bei Stuart McDenon, welches Equipment ich so mitschleppe und. Mehr als 90 Seiten in Farbe und Schwarz-Weiß mit vielen, vielen Fotos aus dem Lake District. Ein Kapitel befasst sich ausführlich mit den richtigen Schritten zu einem außergewöhnlichen Landschaftsfoto. Falls ihr Interesse daran habt, so findet ihr den Link unten in der Beschreibung. Bei Vorbestellung bis zum 10. August 2023 erfolgt die Lieferung versandkostenfrei innerhalb der EU und dem Vereinigten Königreich.